Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch nach langer Zeit einmal wieder einen Tabak vorstellen. Und zwar diesmal einen Tabak, den ich mir im April diesen Jahres bei Pfeifenbären in seinem Laden in Florstadt gekauft habe. Neugierig geworden bin ich eigentlich nur durch die Aufschrift. Es ist ein Tabak von Kohlhaas und Kopp, und zwar dieser hier. Und zwar der Mango Flake, Kohlhaas und Kopp, Hand Blended. Er kommt wirklich so mit der Kohlhaas und Kopp K&K Kennzeichnung im Laden daher. Die Dose ist nicht allzu schmuck gehalten, es ist eine 50 Gramm Dose, aber die Überlegung, einen Mangoflake zu bekommen, mit dieser reifen Mangofrucht als Aroma, hat mich doch schon recht neugierig werden lassen. Im Internet konnte ich leider keinerlei offiziellen Informationen seitens Kohlhaas und Kopp finden. Auf der Seite vom Pfeifenbären steht hierzu aber geschrieben: ein wunderschöner, dunkel schattierter Flake, der sich aus den folgenden Tabaken zusammensetzt: einem hohen Anteil an pechschwarzem Black Cavendish, hellem Virginia aus Brasilien und nussfarbenem Burley. Ein hocharomatischer, fruchtiger Tabak nach reifer Passionsfrucht, kombiniert mit wilder Mango, ergibt einen äußerst sanften und kühlen Rauchgenuss. Und ich muss wirklich sagen, ja, der Tabakgenuss ist wirklich extrem angenehm. Er ist sehr mild. Und man spürt wirklich eine fruchtige Note, wobei ich selbst aber jetzt nicht sagen könnte, um was für eine Frucht es sich handelt. Ich kann weder die Passionsfrucht, also Maracuja, herausschmecken, noch kann ich jetzt wirklich mit Bestimmtheit sagen, dass ich hier bei Mango schmecken würde. Aber die fruchtige Note ist auf jeden Fall ganz deutlich zu spüren. Kommen wir zum Tabak selbst. Der Dose ist entsprechend gut eingepackt. Wenn man ihn so mal ein bisschen an die Nase hält, so mit viel Fantasie lässt sich vielleicht sogar die Mangofrucht als solche erriechen. Wenn ich es jedoch nicht wüsste, was es ist, würde ich sagen, so rein vom Geruch her. Es hat auf jeden Fall eine fruchtige Note. Man merkt auch wirklich so vom Geruch her so ein ganz leicht nussiges Aroma. Aber auch hier könnte ich jetzt nicht wirklich mit Bestimmtheit sagen, dass es sich um Mango und Maracuja handeln soll. Die Flake-Scheiben selbst sind relativ breit. Hier kann man es ganz gut sehen. Und man kann auch wirklich schön erkennen, wie bunt das Tabaksbild ist. Auf der einen Seite der Black Cavendish mit seinen schwarzen Striemen, das braune vom Burley und dann zwischendurch immer wieder die hellen Streifen des Virginias. Und der Duft ist einfach wirklich, ja, Dieter Niermann würde sagen, nach Vollkornbrot riechend. Es riecht wirklich wie ein schwarzes Brot mit einer fruchtigen Note im Hintergrund. Aber wie gesagt, ob es sich jetzt um Mango oder um Maracuja handelt, könnte ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall ein sehr duftiger Tabak und mittels der Knick- und Faltmethode auch sehr leicht in die Pfeife einzubringen. Ich habe ihn zwischenzeitlich aus verschiedenen Pfeifen geraucht, aus Flake-Pfannen, wie dieser hier, die berühmte Stanwell-Pfanne Nummer 95. Ich habe auch schon andere Pfeifen ausprobiert mit einem etwas geringen Durchmesser von der Brennkammer her, aber die Erfahrung zeigt, dass man wirklich entweder eine Pott nehmen sollte oder eine etwas weitere Pfanne, damit der Tabak Platz hat, um sich zu entfalten, auch vom Geschmack her. Er lässt sich leicht entzünden, klimmt wirklich extrem kühl und langsam ab und gibt einen sehr, sehr milden, süßlichen Rauch ab.
Was ich jedoch ein bisschen vermisse, ist so das eigentliche Tabaksaroma. So einen richtigen typischen Virginia-Geschmack kann ich jetzt kaum wahrnehmen, nur ganz leicht angedeutet. Und auch den Geschmack des Burleys, der ja immer so ein bisschen nussig daherkommt, mit so einer Nuance von Schokolade, kann ich hier beispielsweise nicht wirklich vernehmen. Meiner Empfindung nach steht hierbei wirklich die Aromatisierung absolut im Vordergrund. Fruchtig frisch, sehr mild, sehr zungenfreundlich, aber wirklich nichts für Puristen. Allerdings aber auch keine Aromabombe, wie man sie von manch anderen Tabaken her kennt. Ich stufe den Tabak als ja, sehr mild ein, nicht nur was das Aroma angeht, sondern auch was die Stärke angeht. Und somit wirklich ein Tabak eigentlich für den ganzen Tag. Ob man jetzt morgens raucht, tagsüber oder abends vorm Schlafengehen, er ist mild. Er hat nicht das Gefühl, unter der Decke zu schweben, wie bei so manchem Kentucky, sondern es ist wirklich halt ein Tabak, ja, eigentlich sogar schon fast ideal für Einsteiger. So eine Scheibe, wie ich sie jetzt drin habe, raucht sich ungefähr eine Stunde 15 Minuten, eine Stunde 30 Minuten, je nach Geschwindigkeit des Rauchers. Und übrig bleibt am Ende wirklich nur ganz feine Asche. Also Top-Qualität. Wobei ich sagen muss, dass ich auch vom Kohlhaas und Kopp bislang auch noch nichts anderes gewohnt bin. Der aktuelle Preis für die 50 Gramm Dose liegt derzeit bei Pfeifenbeeren bei 9,05 € und Cent. Man kann also davon ausgehen, dass der Preis ja gebunden ist an Kohlhaas und Kopp, man ihn also wirklich zu dem Preis auch überall bekommen kann. Von daher, wer auf Aromaten steht, wer Virginia Flakes genießen möchte oder Virginia Burley Flakes genießen möchte und auch dabei eine Aromatisierung ganz gerne mitverrauchen möchte, dem kann ich den Mango Flake wirklich ans Herz legen. Er ist halt wirklich ein sehr milder, angenehmer Flake. Im Anschluss findet ihr noch ein paar Fotos, da könnt ihr auch den Flake noch ein bisschen besser sehen. Das war es auch schon soweit von mir. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund und bis demnächst hier auf diesem Kanal. Macht's gut. Ciao.